Die Ausbildung. Es gibt einen Ort in Deutschland. Dort lernt man, aber es ist keine Schule. Man arbeitet dort, aber man ist kein Angestellter. Man bekommt Geld, aber es ist kein richtiges Gehalt. Man hat Lehrer, aber die meisten von ihnen waren nie an einer Universität. Man braucht keinen Hochschulabschluss, aber große Firmen wie BMW und Siemens kämpfen um die Leute, die von dort kommen. Klingt komisch, oder? Willkommen bei German Decoded, Episode 8. Ich bin Friedrich. Und dieser mysteriöse Ort? Den gibt es wirklich. Hunderttausende junge Menschen in Deutschland gehen jedes Jahr dorthin. Also, was ist dieser Ort? Um das zu verstehen, brauchen wir ein Wort: dual. Das Wort dual kommt aus dem Lateinischen und bedeutet doppelt oder zweifach. Im dualen System lernt man an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig. Der eine Ort ist der Betrieb, also die Firma oder das Unternehmen. Der andere Ort ist die Berufsschule. Man verbindet Praxis und Theorie miteinander. In vielen anderen Ländern lernt man einen Beruf entweder nur in der Schule oder nur bei der Arbeit. In Deutschland macht man beides gleichzeitig. Und das ist kein neues Experiment. Dieses System hat seine Wurzeln im Mittelalter, als junge Menschen bei Handwerksmeistern gelernt haben. Die Grundidee ist seit Jahrhunderten dieselbe. Man lernt am besten, wenn man nicht nur liest und hört, sondern auch selbst macht. Erinnert ihr euch? Kein Angestellter, kein Schüler. Aber was ist man dann? In Deutschland gibt es dafür ein eigenes Wort: Auszubildender oder kurz Azubi. Ein Azubi ist jemand, der einen Beruf lernt. Und das Besondere ist, man ist gleichzeitig in einer Firma und in einer Schule. Nicht nacheinander, sondern in derselben Woche. Stellt euch eine junge Frau vor. Sie heißt Anna und hat gerade die Schule beendet. Anna möchte Mechatronikerin werden. Sie bewirbt sich bei verschiedenen Firmen und bekommt einen Ausbildungsvertrag bei einem Automobilhersteller. Ab jetzt ist Anna Azubi. An 3 oder 4 Tagen pro Woche geht sie in die Firma. Dort arbeitet sie mit erfahrenen Kollegen zusammen, benutzt echte Maschinen und lernt, wie der Arbeitsalltag wirklich aussieht. An 1 oder 2 Tagen pro Woche geht sie zur Berufsschule. Dort lernt sie die Theorie: Mathematik, Physik, technisches Zeichnen und Fächer, die mit ihrem Beruf zu tun haben. Und jetzt das mit dem Geld. Ich hatte ja gesagt, man bekommt Geld, aber es ist kein richtiges Gehalt. Das stimmt. Azubis bekommen eine sogenannte Ausbildungsvergütung. Es ist weniger als ein normales Gehalt, aber es ist echtes Geld. Im ersten Jahr weniger, mit jedem Jahr ein bisschen mehr. Anna kann davon leben, muss keine Schulden machen und lernt gleichzeitig. Nach 2 bis 3,5 Jahren macht Anna eine Abschlussprüfung, einen praktischen und einen theoretischen Teil. Wenn sie besteht, ist sie Fachkraft. Kein Schüler mehr, kein Azubi mehr. Eine fertig ausgebildete Mechatronikerin. BMW und Siemens kämpfen um diese Leute, habe ich am Anfang gesagt. Aber was für Leute genau? Was kann man eigentlich alles im dualen System werden? Die Antwort überrascht viele. Es gibt über 300 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland. 300!
Und das sind keine einfachen Jobs. Das sind hochqualifizierte Berufe. Im Handwerk kann man Tischler, Elektriker oder Bäcker werden. Im kaufmännischen Bereich gibt es Berufe wie Kauffrau für Büromanagement oder Bankkaufmann. Im technischen Bereich lernt man als Mechatroniker, Fachinformatiker oder Kfz-Mechatroniker. Aber es gibt auch Ausbildungen im Gesundheitsbereich, in der Gastronomie, in der Landwirtschaft und im digitalen Bereich. Ein Fachinformatiker zum Beispiel kann nach seiner Ausbildung Software entwickeln, ohne Informatikstudium. Und genau das ist der Punkt. Diese Menschen kommen aus der Ausbildung und können sofort arbeiten. Sie kennen die Maschinen, sie kennen die Prozesse. Sie haben 3 Jahre lang jeden Tag in einer echten Firma gearbeitet. Ein Universitätsabsolvent hat viel Theorie, aber oft wenig Praxis. Ein Azubi hat beides. Deshalb kämpfen große Firmen um sie. Deshalb haben auch kleine und mittlere Unternehmen eigene Ausbildungsprogramme. Tatsächlich kommen die meisten Ausbildungsplätze in Deutschland nicht von den großen Konzernen, sondern von kleineren Betrieben. Das ganze Land bildet aus, weil das ganze Land diese Fachkräfte braucht. Über 300 Berufe, Hunderttausende Betriebe, ein System, kein Studium nötig. Jetzt zum vielleicht seltsamsten Widerspruch aus meiner Einleitung. Lehrer, die nie an einer Universität waren. Wie kann das funktionieren? In der Schule braucht man doch einen Hochschulabschluss, um zu unterrichten. Das stimmt. Für die Berufsschule. Dort sind die Lehrer ganz normal ausgebildet. Aber im Betrieb? Da lernt man von den Kollegen, von den Meistern, von Menschen, die diesen Beruf seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Und genau das ist die Stärke. Denkt darüber nach. Wer kann euch besser erklären, wie eine Maschine funktioniert? Jemand, der ein Buch darüber gelesen hat? Oder jemand, der diese Maschine seit 15 Jahren jeden Tag benutzt? Im dualen System lernt man von beiden. In der Berufsschule lernt man das Warum. Im Betrieb lernt man das Wie. Und dieses Zusammenspiel hat Ergebnisse, die man messen kann. Erstens. Viele Azubis werden direkt nach der Ausbildung von ihrem Betrieb übernommen. Die Firma kennt sie, sie kennen die Firma. Der Übergang von Ausbildung zu Beruf ist oft nahtlos. Zweitens. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist eine der niedrigsten in Europa. Während in manchen Ländern 20% oder 30% der jungen Menschen keine Arbeit finden, liegt die Zahl in Deutschland deutlich darunter. Viele Experten sagen, das duale System ist ein Hauptgrund dafür. Und drittens, man wird bezahlt, während man lernt. In vielen Ländern müssen junge Menschen für ihre Berufsausbildung bezahlen. In Deutschland ist es umgekehrt. Praxislehrer ohne Uni-Abschluss, Azubis, die Geld bekommen statt Geld bezahlen, was auf den ersten Blick seltsam klingt, funktioniert in der Realität erstaunlich gut. Bis jetzt klingt alles ziemlich fantastisch. Zu fantastisch? Vielleicht. Denn natürlich hat auch dieses System seine Grenzen. Und es wäre nicht ehrlich, nur die guten Seiten zu zeigen. Das größte Problem: immer weniger junge Menschen in Deutschland wollen eine Ausbildung machen. Sie wollen studieren. Vor 20 Jahren haben mehr als 2/3 der Schulabgänger eine Ausbildung begonnen. Heute sind es deutlich weniger. Viele glauben, dass ein Studium automatisch bessere Karrierechancen bedeutet. Aber das stimmt nicht immer.
Gute Handwerker und Facharbeiter werden dringend gesucht und können sehr gut verdienen. Trotzdem hat die Ausbildung ein Imageproblem. Studieren klingt für viele einfach besser. Dazu kommt, nicht alle Ausbildungsberufe sind gleich attraktiv. Berufe in der Gastronomie oder im Einzelhandel haben oft ungünstige Arbeitszeiten und niedrigere Gehälter. Sie finden immer schwerer genug Azubis. Gleichzeitig entstehen neue Berufe, die sehr gefragt sind, besonders im digitalen Bereich. Der Kaufmann für E-Commerce oder der Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Diese Berufe gab es vor 10 Jahren noch nicht. Und die Digitalisierung verändert auch die alten Berufe. Ein Kfz-Mechatroniker muss heute viel mehr über Software und Elektronik wissen als früher. Die Ausbildungsinhalte müssen ständig aktualisiert werden. Manche Betriebe sagen, das sei zu teuer und zu aufwendig. Nicht alle Firmen wollen noch ausbilden. Die Regierung versucht deshalb, mehr Betriebe zu motivieren. Das duale System steht also nicht still. Es muss sich ständig verändern, um relevant zu bleiben. Und genau das tut es, seit dem Mittelalter. Am Anfang habe ich euch einen mysteriösen Ort beschrieben. Einen Ort, der voller Widersprüche steckt. Jetzt wisst ihr, was dieser Ort ist. Es ist kein einzelner Ort. Es sind 2 Orte gleichzeitig. Der Betrieb und die Berufsschule. Zusammen bilden sie das duale System. Keine Schule, aber man lernt dort? Ja, weil der Betrieb ein Lernort ist. Kein Angestellter, aber man arbeitet? Ja, weil man Azubi ist. Eine besondere Rolle zwischen Schüler und Arbeiter. Geld, aber kein richtiges Gehalt? Ja, die Ausbildungsvergütung. Lehrer ohne Universität? Ja, die Praxisausbilder im Betrieb, die ihr Wissen aus Erfahrung haben. Kein Hochschulabschluss nötig, aber große Firmen kämpfen um die Leute? Ja, weil 3 Jahre Praxis und Theorie oft mehr wert sind als nur Theorie allein. Jeder Widerspruch hat seine Erklärung. Und zusammen ergeben sie ein System, das seit Jahrhunderten funktioniert und das über 60 Länder versucht haben zu kopieren. Hier noch ein paar wichtige Vokabeln aus dieser Episode. Die Ausbildung bedeutet Vocational Training. Der Betrieb ist the company oder workplace. Die Berufsschule ist die Vocational School. Der Auszubildende oder kurz der Azubi ist the trainee. Die Fachkraft bedeutet skilled worker. Die Ausbildungsvergütung ist the training allowance. Und die Abschlussprüfung ist die Final Exam. Das war Episode 8 von German Decoded. Wenn ihr mehr über Deutschland und die deutsche Sprache erfahren wollt, dann hört auch die nächste Episode. Bis dahin, viel Spaß beim Deutschlernen und tschüss!